Was ist das für ein Geräusch? Je nachdem, wen man fragt, tut dem einen das Knacken von Gelenken so richtig wohl und dem anderen jagt es kalte Schauer über den Rücken. Jetzt ernsthaft, was ist das für ein Geräusch? Warum knacken Gelenke, wenn sie auf gewisse Art gebogen werden? Wissenschaftler bieten hierzu verschiedene Erklärungen, darunter sich schnell dehnende Bänder und in schwerwiegenden Fällen aufeinander reibende Knochen. Doch die gängigste Erklärung, warum sich gedehnte Gelenke anhören wie platzende Luftblasen, ist, dass dort Luftblasen drin sind. Am leichtesten lassen sich die Fingerknöchel zum Knacken bringen. Aber viele Leute bringen auch Nacken- und Rückenwirbel zum Knacken. Und sogar ihre Hüften, Handgelenke, Schultern und manch andere. Das sind alles synoviale Gelenke, die beweglichsten Gelenke unseres Körpers. Zwischen den beiden Knochen befindet sich eine zähe Flüssigkeit, die Gelenkschmiere, die lange Schmiermoleküle enthält, wie zum Beispiel Hyaluronsäure und Lubricin. Die Gelenkschmiere hat in etwa die Beschaffenheit von Eigelb und ihre Hauptfunktion ist es, die Knochen zu schützen und aneinander vorbeigleiten zu lassen. Sie enthält auch phagozytische Zellen, die Knochen- oder Knorpelrückstände im Gelenk beseitigen. Doch was hat sie mit knackenden Knöcheln zu tun? Wie andere Körperflüssigkeiten enthält sie viele gelöste Gasmoleküle. Knöchelknacker wissen, für dieses wohltuende Knacken muss man das Gelenk überdehnen. Zum Beispiel, indem man die Finger nach hinten biegt. Dann bewegen sich die Knochen voneinander weg. Der Abstand zwischen den Knochen vergrößert sich, aber die Menge an Gelenkschmiere bleibt gleich. Dadurch wird Unterdruck erzeugt, wodurch gelöste Gase aus der Gelenkschmiere gezogen werden. Genauso wie wenn Kohlendioxid aus Sodawasser entweicht, sobald man die Flasche öffnet. Die entweichenden Gase im Gelenk formen eine Blase. Mit einem Knall. Aber die Blase hält nicht lange. Die sie umgebende Flüssigkeit übt Druck aus und bringt sie zum Platzen. Die Gase der Blase verteilen sich überall im Gelenkzwischenraum und lösen sich im Lauf von ca. 20 Minuten langsam wieder in der Flüssigkeit auf. Deshalb kann es dauern, bis man dasselbe Gelenk wieder knacken lassen kann. Einige Wissenschaftler vermuten 2 existierende Knallgeräusche. Eins, wenn sich die Blase bildet, und eins, wenn sie platzt. Durch das Knacken wird das Gelenk kurzzeitig größer. Deshalb behaupten eingefleischte Knöchel-, Nacken- und Rückenknacker, ihre Gelenke würden dadurch lockerer und beweglicher. Aber sie haben vielleicht von besorgten Verwandten oder genervten Kollegen gehört, dass man vom Gelenkeknacken Arthrose bekommt. Davon hörte auch ein Arzt namens Donald Unger. Entschlossen, die Warnungen seiner Mutter zu entkräften, ließ er die Knöchel seiner linken Hand immer wieder knacken. 50 Jahre lang. Die rechte Hand ließ er in Ruhe. Nach 36.500-maligem Knacken waren beide Hände arthrosefrei. Für diesen selbstlosen Akt der Hingabe an die Wissenschaft erhielt Dr. Unger einen Ig-Nobelpreis, eine Parodie des Nobelpreises, der verrückte, aber seltsam faszinierende wissenschaftliche Leistungen würdigt. Unger wünschte, seine Erkenntnisse sollten mit anderen Ammenmärchen aufräumen, zum Beispiel wie gesund Spinat sei. Die Jury arbeitet noch daran. Zurück zum Knöchelknacken. Einer Studie zufolge könne all das Überdehnen von Gelenken und Platzen von Luftblasen die Hände anschwellen lassen und die Greiffähigkeit schwächen. Doch die größte erwiesene Gefahr scheint die Belästigung von Mitmenschen zu sein. Bereit, mehr zu lernen? Schau dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder um mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere und bleib neugierig.